ESTA wird eingefroren. Im Februar 2026 müssen alle EU-Bürger, die in die USA wollen, ein Visum haben. ESTA ist nicht mehr möglich für EU-Bürger. Jetzt mal ehrlich, die Gerüchte, die drehen gerade hier die Runde auf Social Media. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mir mal ein paar Fakten dazu rausgesucht. Was ist passiert? Die USA haben 5 EU-Bürger mit einem Einreiseverbot belegt, aufgrund des Digital Service Acts, den die Amerikaner als starke Einschränkung in die Meinungsfreiheit ansehen. Darunter sind auch 2 Deutsche, die bei Hate Aid arbeiten. Die EU ist natürlich erbost darüber und auf diplomatischen Fluren wird gefeitet. Und eine Möglichkeit ist, den Amerikanern zu sagen, wenn ihr hier in die EU wollt, müsst ihr ein Visum haben. Aktuell gibt es sowas Ähnliches wie ESTA, das ist so ein kleiner Fragebogen, also die Amerikaner können visumsfrei in die EU einreisen. Das ist übrigens nur noch möglich bis Quartal 4 2026, denn dann schaltet die EU ETIAS scharf und das ist das Pendant zu ESTA mit den gleichen Fragen, mit den gleichen Anforderungen, also regt euch nicht über ESTA auf. Aber wie schaut es denn jetzt aus mit dem Einfrieren von ESTA? Das ist überhaupt gar nicht im Gespräch. Richtig ist, dass ESTA verschärft wurde. Also nur noch mobil, es ist teurer, Angabe von Social Media Accounts, kennt ihr alles mittlerweile. Aber ein Aussetzen von ESTA ist überhaupt nicht in der Diskussion hier. Aber es gibt einen Automatismus. Das bedeutet, wenn die EU entschließt, US-Amerikaner können nur noch mit einem Visum in die USA, dann wird automatisch das ESTA-Visa-Waiver-Programm ausgesetzt. Denn es ist eine bidirektionale Vereinbarung. Die US-Amerikaner, die können übrigens gar nicht die ganze EU ausschließen, was das Visa-Waiver-Programm angeht. Denn es ist länderspezifisch, wie zum Beispiel bei Rumänien. Die können also nicht sagen, liebe EU-Bürger, ihr braucht alle ein Visum, sondern die müssten länderspezifisch sagen, das Land braucht ein Visum, das Land darf nicht mehr ESTA teilnehmen. Also immer ruhig mit den jungen Pferden. Es ist diplomatisches Geklapper, aber auch das wird sicherlich gelöst.